Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute schreiben wir gemeinsam einen B1-Brief. Ich habe schon mal ein Video zu einem B1-Brief gemacht, den füge ich noch einmal in der Beschreibung ein. Du kannst also gerne noch mal reinschauen, wenn du dir den genauen Aufbau von einem Brief anschauen willst. Anrede, Empfänger, Einleitung, Hauptteil, Schluss und so weiter. Die gesamte Struktur. Heute schauen wir uns aber einen TELC-Brief an. Und zwar aus einer B1-Prüfung des TELC-Zertifikats Deutsch B1. Die Prüfungsanbieter Goethe, ÖSD und ebenso TELC und noch viele weitere haben Übungstests auf ihren Webseiten veröffentlicht. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne unten in der Beschreibung Links einfügen. Dort könnt ihr auf die Webseiten klicken und auch ein wenig vor den Prüfungen üben. Die Prüfung heute oder der Test Schreiben dauert 30 Minuten. Schauen wir uns mal die Aufgabenstellung gemeinsam an. Hier geht es um den schriftlichen Ausdruck. Die Aufgabe lautet: Sie haben von einer Freundin folgende E-Mail erhalten. Liebe oder lieber, je nachdem, ob man Frau oder Mann ist. Danke für deine nette Einladung. Ich komme dich sehr gern besuchen, um dein Land kennenzulernen. Wie du weißt, war ich ja noch nie da. Wann wäre die beste Zeit, dich zu besuchen? Ich weiß noch nicht einmal, ob es bei euch im Sommer sehr heiß wird. Allzu große Hitze mag ich nämlich nicht so sehr. Und gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die ich wissen sollte, bevor ich die Reise mache? Bitte schreibt mir möglichst bald, damit ich mich gut auf die Reise vorbereiten kann. Herzliche Grüße, Marianne. So, jetzt kommt die Aufgabenstellung. Antworten Sie auf die E-Mail. Wenn ich auf eine E-Mail antworten soll, schreibe ich natürlich auch eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten. Punkt Nummer 1. Welche Ausflüge Sie mit Marianne machen wollen. Ausflug, also etwas unternehmen, in eine andere Stadt fahren, Sehenswürdigkeiten besuchen, Fußball spielen und so weiter. Hier könnt ihr schreiben, was ihr möchtet. 2. Was die beste Jahreszeit für die Reise ist. Jahreszeit, Sommer, Winter und so weiter. Welche Kleidung sie mitnehmen soll. Punkt Nummer 3. Kleidung, was sie anziehen muss oder sollte. Und der letzte Punkt lautet, wie sie sich am besten auf die Reise vorbereiten kann. Ich denke, das ist klar. Überlegen Sie sich vor dem Schreiben eine passende Reihenfolge der Punkte. Reihenfolge bedeutet, in welcher Reihe ich die Punkte mache. Mache ich zuerst 1, 2, 3, 4 oder mache ich 4, 3, 2, 1, wie auch immer. Das könnt ihr euch aussuchen. Überlegen Sie sich vor dem Schreiben also die passende Reihenfolge, logische Reihenfolge, einen passenden Betreff. Betreff ist der Grund, warum ich schreibe. Eine passende Anrede, Einleitung und einen passenden Schluss. Also gut, gehen wir mal in meinen Brief, den ich für euch geschrieben habe. Wie gehen wir jetzt nun logisch vor, wenn wir einen Brief vor uns haben? Zuerst mal müssen wir die Form beachten. Die Form eines Briefes ist der Autor, der Empfänger oder der Absender, der Empfänger, Ort und Datum und so weiter. Das ist die Struktur eines Briefes. Hierzu nochmal das Video, das ich euch bereits veröffentlicht habe. Die Form hängt ebenso mit dem Inhalt zusammen, also was in dem Brief drin steht. Hierbei sollte ich den Anfangsbrief
ganz genau lesen, um zu verstehen, wer schreibt mir den Brief überhaupt? Was will diese Person? Ist das ein Freund oder eine Freundin? An diese Person muss ich einen informellen Brief schreiben, das bedeutet die Du-Form benutzen. Oder ist es beispielsweise ein Arzt oder ein Amt oder die Polizei oder mein Chef? Hier schreibe ich selbstverständlich einen formellen Brief oder eine formelle E-Mail und benutze hier die Sie-Form. Das nennt man auch Siezen. Ebenso wichtig ist es zu wissen, was das Ziel des Briefes ist. Normalerweise werden dort Fragen formuliert. Auf diese Fragen muss ich natürlich reagieren. Ich muss die Fragen beantworten. Und ich sollte oder muss sogar die 4 Leitpunkte aus der Aufgabenstellung beantworten. Wenn ich das nicht mache, wenn ich also einen Leitpunkt vergesse, dann bekomme ich leider Minuspunkte. Mein Tipp an euch: Schreibt zu jedem Leitpunkt ungefähr 1 bis 2 Sätze. Wenn ihr viel Zeit habt oder sehr motiviert seid, könnt ihr auch gerne 3 Sätze schreiben. Aber Vorsicht, je länger der Brief wird, umso mehr Fehler macht man natürlich. Wenn ich jedoch zu wenig schreibe, bekomme ich, wie soeben gesagt, Minuspunkte. Meine Reihenfolge bei dem Brief ist hier 2, 1, 3 und 4. Somit habe ich eine logische Reihenfolge und beantworte gleichzeitig die gestellten Fragen von Marianne. Okay, gehen wir jetzt mal endlich zu dem Brief über. Ich habe geschrieben: Betreff: Deine Reise nach Deutschland. Liebe Marianne, es freut mich sehr, von dir zu hören. Vorsicht, ich habe hier dir klein geschrieben. Manchmal seht ihr, dass man das Du oder dir groß schreibt. Warum macht man das? Damit möchte man einfach zeigen, dass man sich bereits duzt, aber dass man sich sehr respektiert, also die andere Person sehr schätzt, obwohl man Du sagt. Ich habe mich hier für das kleine D entschieden. Ich freue mich sehr, dass du mich besuchst und mein Land kennenlernen möchtest. Meiner Meinung nach ist der Herbst die schönste Jahreszeit in Deutschland, denn es ist weder zu kalt, noch ist es zu heiß. Konnektoren benutzen. Ich sollte zeigen, dass ich die deutsche Sprache wirklich gut beherrsche. Da können wir noch Ausflüge unternehmen, ohne uns zu erkälten oder einen Sonnenstich zu bekommen. Es gibt tatsächlich etwas, das du wissen solltest. Wie viele andere Deutschen gehe ich gern wandern. Und in der Nähe meiner Heimatstadt München haben wir wunderschöne Berge und eine großartige Landschaft. Deshalb wäre es toll, wenn wir uns nicht nur München und selbstverständlich auch die Hauptstadt Berlin anschauen, sondern auch etwas wandern könnten. Eine Regenjacke für dich habe ich zu Hause. Es wäre aber toll, wenn du eine Sonnenbrille und feste Wanderschuhe mitnehmen könntest. Ansonsten brauchst du dich nicht weiter auf die Reise vorzubereiten. Bring einfach nur dich und gute Laune mit. Ich freue mich, dir noch dieses Jahr mein schönes Heimatland zeigen zu dürfen. Liebe Grüße oder hier, Marianne hat geschrieben, herzliche Grüße. Ein Tipp, ich übernehme das einfach und schreibe auch herzliche Grüße. So mache ich nichts falsch. Also, herzliche Grüße, Konstanze. Das ist ein sehr langer Brief. Ihr müsst nicht so einen langen Brief schreiben. Wie gesagt, es reicht, wenn ihr ungefähr 1 bis 2 oder maximal 3 Sätze zu jedem Leitpunkt schreibt. Mein letzter Tipp an euch: Bitte nicht auswendig lernen. Ihr müsst auf den Brief und auf den Inhalt reagieren. Wenn ihr das Ziel des Briefes nicht erreicht, das bedeutet, wenn ihr die Leitpunkte nicht beantwortet, wenn ihr nicht auf Mariannes Fragen reagiert, dann habt ihr leider den
Zweck oder das Ziel des Briefes verfehlt. Wenn ihr das tut, bekommt ihr 0 Punkte in der Prüfung. Ebenso passiert das, wenn ihr Sprachbausteine nur auswendig lernt. Dann denkt der Prüfer, das ist gar nicht die richtige Leistung. Und ihr bekommt auch 0 Punkte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann teilt es gerne mit eurer Klasse oder mit eurer Lerngruppe. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, besucht mich auf Instagram oder meiner Webseite und kommt auf jeden Fall gern wieder. Ich wünsche viel Spaß beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal. Ciao!